Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Warrior Assault Systems, der Helmet Cargo Pack Large. Heute haben wir für euch von Warrior Assault Systems mal einen kleinen Day Pack oder Assault Pack, One Day Assault Pack, 24-Hour Assault Pack, 24-Stunden Assault Pack, egal wie ihr ihn nennen wollt. Einfach mal, um unser großes Rucksackportfolio noch ein bisschen abzurunden mit einem Oldie but Goldie. Den gibt es nämlich tatsächlich schon relativ lange am Markt und vom Design her ist das, denke ich, auch kein Geheimnis, dass man sich hier bei Warrior Assault Systems am Eagle Yacht orientiert hat. Sehr beliebter Rucksack bei den Amerikanern, zeitloser Klassiker. Von der Größe her allerdings schon relativ klein. Also war ja für alle, die es nicht wissen, der Eagle Yacht war quasi der direkte Nachfolger vom MAP, vom Modular Assault Pack. Einfach um noch ein bisschen mehr Platz zu geben und vor allem eben auch die Möglichkeit zu bieten, mal den Helm unterzubringen. Aber das Hauptfach oder das Volumen vom Hauptfach war tatsächlich dann eher so konzipiert, auch beim Eagle Yacht und beim MAP, dass es eben noch in Verbindung mit einem Plattenträger passt. Warrior Assault Systems hat hier zwei Rucksäcke im Portfolio, und zwar einmal den Helmet Cargo Pack und den Helmet Cargo Pack Large. Das heißt, wir haben hier die Large-Version, genau auch, weil wir beleuchten wollen, dass eben dieser Rucksack jetzt vielleicht nicht unbedingt für den Plattenträger gedacht ist, also kann man schon machen, aber von der Größe her eher als Patrol-Pack oder als größerer Rucksack gedacht ist, da überall dort, wo halt eben ein 3-Day Assault Pack oder ein 3-Tages-Rucksack vom Volumen her mit 30 Litern oder 35 Litern einfach doch zu viel ist und man nur die notwendigsten Gegenstände mitführen will. Gehen wir einmal über die Spezifikation, bevor wir uns den Pack im Detail anschauen. Der Rucksack ist 48 cm hoch, 28 cm in der Breite und ca. 18 cm tief, wobei hier natürlich Variation durch das Beaver-Tail besteht. Von der Farbauswahl habt ihr hier Oliv, Coyote, Schwarz, Multicam und wie hier zu sehen Ranger Green. Gefertigt ist er aus 500D Cordura und wiegt knapp über 1 Kilo Leergewicht. Es sei noch dazu gesagt, ich habe bekanntermaßen, also jeder, der mich kennt, der das weiß, ich habe leider einen Tick, Spleen, wie auch immer man das nennen mag. Bei mir darf bei Ranger Green nichts in Coyote oder in Tann dran sein, deswegen sind hier alle Schlaufen und Bändel, was auch sonst so dran ist, in schwarz gehalten. Normalerweise kommt er hier mit Coyote-farbenen oder Tannfarbenen Hardware. Also das heißt, das müsst ihr euch jetzt einfach von der Farbe umdenken, aber das seht ihr dann auch im Shop, wenn ihr euch den Rucksack im Detail anschaut. Ich finde aber schwarz passt viel besser, aber egal. Gut, schauen wir uns einmal die Details an. Natürlich darf an so einem Rucksack kein PAL fehlen, kein Molle-System fehlen. Wir haben hier auf der Front 2 Reihen PAL-Schlaufen. Dasselbe findet man auch nochmal auf den Seitentaschen. Die Seitentaschen sind von der Größe her, wie ihr sehen könnt, so konzipiert, dass man eine Feldflasche hineinbekommt. Eine Kantine, US-Kantine ist hier quasi eingefügt. Die steht dann natürlich mit dem Schraubverschluss oben raus, aber einfach mal so als Größenvergleich, was da reingeht in die Seitentaschen. Ist gleich aufgeführt auf beiden Seiten, das heißt, ihr könnt 2 Feldflaschen mitführen, zum Beispiel. Zusätzlich hat man hier nochmal Schlaufen, um zum Beispiel auch mal ein Klebeband dranhängen zu können oder andere Sachen, Karabinerhaken, was auch immer ihr euch vorstellen wollt oder was ihr noch an die Ausrüstung unterbringen wollt, das wäre hier auch gegeben. Ja, dann schauen wir einmal uns das Beaver-Tail im Detail an. Ihr habt hier vorne ein großes Klettfeld, wo ihr nochmal Patches aufbringen könnt und einen Fronteinschub, der komplett nutzbar ist. Das heißt, ihr habt hier den unteren Bereich und ihr habt hier auch noch den Bereich, der hier vorne ist. Ich mache mal hier noch auf, damit das besser zu sehen ist. Oder holen wir einfach mal den Helm raus. Ihr habt jetzt ja eh gesehen, dass da der Helm auch reinpasst. Von daher kann der jetzt eigentlich raus und dann tue ich mich ein wenig leichter. Ja, also ihr könnt hier bis hier oben hin den Raum nutzen. Das heißt, man könnte zum Beispiel eine leichte Regenjacke oder eine Windjacke hier ohne weiteres komplett drin verstauen, ohne dass es sich hier vorne zu sehr ausbauscht, indem ich das Ganze dann eben vertikal hier unterbringe. Wie ihr eben auch schon gesehen habt, der Beaver-Tail-Bereich ist nicht nur mit Fastex-Schnallen verbunden am Rucksack, sondern wird hier auch nochmal mit einem Mesh eingefasst, was hier einen Elastikeinsatz auf der Oberseite hat. Das bietet mir eben die Möglichkeit, dass ich auch Gegenstände hineintun kann, die kleiner sind als ein Helm oder die vielleicht herausfallen könnten. Also ich könnte hier zum Beispiel auch
lose Magazine reinwerfen oder Flashbangs oder weiß der Teufel was, das würde nicht herausfallen, weil ich hier einfach bis hierhin das Ganze gesichert habe und kann das dann wirklich wie eine Dump-Pouch benutzen, um verschiedenste Gegenstände unterzubringen. Dann habt ihr hier auf der Front angebracht ein Magazinpanel für 3 bis 6 Magazine. Das heißt, ihr könnt hier im AR-Style-Magazine ohne weiteres 3 Stück reinpacken. Die Taschen sind aber von der Größe her auch so ausgelegt, dass man hier auch 2 Stück reinbekommt. Also bis zu 6 Magazinen wären hier in der Front ohne weiteres möglich, um euch einfach nochmal die notwendige Feuerkraft im Rucksack zu bieten. Dann habt ihr hier nochmal einen Klettbereich, der ist meiner Meinung nach sinnlos, weil ja hier immer das Beaver-Tail drüber ist und das ja auch nicht abnehmbar ist, aber es wäre nochmal eins da, falls ihr hier nochmal ein Patch hinmachen wollt. Und dann habt ihr hier eine einfache Fronttasche ohne weitere Unterteilung, wo ihr auch nochmal vom Volumen her bis knapp zum Magazinbereich Platz habt, um Gegenstände unterzubringen. Dann gehen wir einmal ins Hauptfach. Das hat auf der Front ich drehe es mal so um, dann sieht man das besser, auf der Front einen elastischen Einschub, der für kleinere Gegenstände gedacht ist. Das ist auch unser einziger Kritikpunkt am Rucksack. Der ist hier quasi mit Klett gesichert und dadurch, dass man hier die Fronttasche vorne und sich die Tasche ja eigentlich den Platz teilen, wenn man hier viel reinpackt, dann löst sich der Klett relativ schnell, wenn hier Spannung drauf ist. Das heißt, hier hätten wir uns vielleicht eine Zipperlösung gewünscht oder sonst irgendwas. Aber es ist, wie es ist. Und das wäre quasi einfach nochmal ein Platz, wo ihr kleinere Gegenstände unterbringen könnt. Ja, dann habt ihr, muss mal ein bisschen Zeug rausholen. Im oberen Bereich rechts und links nochmal elastische Schlaufen, um hier Stifte oder Knicklichter fixieren zu können. Das ist tatsächlich eine sehr praktische Sache, gerade auch hier im oberen Bereich, wo der Platz eigentlich nie wirklich richtig genutzt wird, habe ich hier eben die Möglichkeit, das Ganze so zu machen. Dann habe ich hier im hinteren Bereich meine Aufhängung für die Trinkblase in Form von Klett. Die kann ich dann quasi da hinten einfügen. Die Tasche ist mit Mesh ausgeführt. Das heißt, auch hier, es gibt einige Hersteller, die das Ganze mit einer Tasche machen, die so ist, dass da das Wasser nicht den Rest des Rucksacks beeinträchtigen kann, falls die Blase leckt. Aber hier müsstet ihr halt mit einem Müllbeutel arbeiten, falls das ein Thema für euch ist. Dahinter ist nochmal ein Zipper, der bringt eigentlich nur nochmal das Fach für die Polsterung zum Vorschein. Das heißt, es hat keine weitere Funktion. Die Polsterung ist hier auch fest vernäht. Das ist so ein Schaumstoff, ein sehr weicher. Das heißt, ihr seht es hier schon, der Rucksack hat keine Eigenstabilität und ist deswegen natürlich auch von der Gewichtszuladung nicht für viel Gewicht geeignet. Wir würden sagen, bis 15 Kilo lässt er sich gut tragen, aber danach wird es dann schon eklig, je nachdem, ob ihr mit Plattenträger oder mit Chest-Rig unterwegs seid. So, dann gucken wir uns einmal nochmal der Vollständigkeit halber das Hauptfach auch an. So sieht es aus. Ist nicht weiter dann unterteilt im unteren Bereich und das ist auch gut so, denn das bringt alles nur unnötiges Gewicht. Und hier habe ich eben dann die Möglichkeit, all meine Ausrüstung unterzubringen. Und ich denke, mit 28 Litern Volumen hat man auch so diesen Sweet Spot zwischen einem 3-Day Assault Pack und einem 1-Day Pack. Und ihr seht es ja auch von der Größe her ideal. Der Hauptvorteil, wie ich es eben schon gesagt habe, den wir sehen bei dem Rucksack im Vergleich zu anderen Rucksäcken, ist tatsächlich der fehlende Komfort im Rückenbereich. Einfach, weil ich damit dann in der Lage bin, diesen Rucksack auch mal in einen großen Rucksack, zum Beispiel wenn ich als Fernspäher unterwegs bin und nochmal einen kleinen Assault Pack mit dabei haben möchte und den nicht außen befestigen möchte, sondern wirklich im Rucksack tragen will, habe ich hier eben die Möglichkeit, das Ganze trotzdem gepackt, relativ kompakt im Rucksack unterzubringen und das ist eine coole Sache. Schauen wir uns noch abschließend die Rückseite an. Hier habt ihr einmal, und das ist, denke ich, dem normalen Helmet Cargo Pack von Warrior geschuldet, der tatsächlich dann auch für den Plattenträger gedacht ist. Der hat hier 2 Reihen PAL-Schlaufen, um das Ganze eben am Plattenträger befestigen zu können. Würden wir jetzt bei der Größe und bei dem Volumen vielleicht nicht unbedingt machen. Ist natürlich, also ihr habt die Option hier,
aber wir würden es tatsächlich jetzt nicht empfehlen. Ansonsten habt ihr hier im oberen Bereich nochmal die Durchlässe für den Trinkschlauch. Hier in der Mitte ist er, genau, da kommt er. Und rechts und links nochmal 2 elastische Schlaufen, um Gegenstände sichern zu können. Zweiter Kritikpunkt, den wir noch haben, ist vielleicht für den einen oder anderen kein Kritikpunkt, für uns schon. Es fehlt hier tatsächlich eine Carry-Handle, also ein Tragegriff, um den Rucksack eben auch mal irgendwo rausnehmen zu können oder eben auch mal aufhängen zu können im Camp oder sonst irgendwas. Ich meine, man kann sich damit behelfen, weil hier die Straps für das Cargo-Panel vorne dabei sind. Aber einfach, dass ihr es gehört habt, das sind quasi unsere beiden Kritikpunkte am Rucksack. Kein Carry-Handle und hier vorne keine Möglichkeit, eben die Tasche nochmal besser zu fixieren, beziehungsweise den Inhalt. Die Schulterträger sind so gelöst, dass man sie auch komplett entfernen kann mit Fastex-Schlaufen und unten Ausschlaufen natürlich. Das macht definitiv Sinn, wenn ich das Ganze am Plattenträger befestige. Sie sind von der Form her anatomisch vorgeformt, das heißt leicht gebogen und mit Mesh gepolstert. Zusätzlich stehen euch hier natürlich D-Ringe zur Verfügung, um Ausrüstung zu sichern, und ihr habt einen höhenverstellbaren Brustgurt, um eben das Ganze auch nochmal vorne zu fixieren. Alles Gurtmaterial bei Warrior Assault Systems wird hier mit Klett eingefasst. Das heißt, ihr habt hier immer die Möglichkeit, alles sauber aufzurollen. Und wenn da mal kein Klett ist, habt ihr auf jeden Fall hier elastische Schlaufen nochmal, um das Ganze dann einrollen zu können, genau da, wo es eben auch sinnvoll ist. Zum Schluss noch einmal den Rucksack für euch gepackt ohne einen Helm, dass ihr einfach mal seht, wie schön klein und kompakt er ist. Einfach ein sehr cooler und zeitloser Rucksack. Und auch wenn er schon eine Weile am Markt ist, wir zeigen ja normalerweise immer die Neuheiten, ist der hier auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Falls ihr den noch nicht auf dem Schirm gehabt habt, kann ich den euch nur wärmstens ans Herz legen. Der ist wirklich unglaublich vielseitig und eben, wie gesagt, durch die Vorteile, die wir in dem Rucksack sehen, prädestiniert dafür, ihn in Verbindung mit einem großen Rucksack zu nutzen. Den Warrior Assault Systems Helmet Cargo Pack gibt es in der normalen Größe und in Large bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Habt ihr den selbst schon im Einsatz gehabt oder habt vielleicht auch von Eagle den Jod als Vergleichsrucksack oder eben auch einen anderen Rucksack? Es gibt ja viele Hersteller, die dieses Jod-Modell von Eagle nachgebaut haben. Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare, würde uns sehr interessieren, was ihr davon haltet. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.